ja, ist schon viel passiert. Hat unglaublich viel Spaß gemacht gestern, vor allem weil die Stimmung überragend war. Ja, letzte Woche habt ihr vielleicht nicht so viel Bock auf unseren Spieltagsrückblick gehabt. Heute sollte das anders sein. Guten Tag, Tabellenführer. Hinter mir läuft das Sonntagstraining. Ich spreche gleich noch mit Julian Riasson. Natürlich haben wir auch ein Auge in Mainz bei unserer U19, aber beginnen wollen wir schon in der Bundesliga und drehen jetzt das Netradio auf volle Pulle. Da ist jetzt Guerrero. Nochmal Julian Brandt. Tor! 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 1-0! Es war und ist die 19. Spielminute, in der Borussia Dortmund das erste Tor des Tages erzielt. Mit dem ersten Torschuss der Begegnung überhaupt. Tor! Daniel Mahlen! Daniel Mahlen in der 24. Minute mit dem 2:0. Guerrero bringt den Ball in die Mitte. Tor! Tor! Das gibt es doch nicht! Wer war's? Mats Hummels macht das Tor. Mats Hummels ist der Torschütze in der 41. Minute zum 3:0. Und jetzt Donny Mahlen. Tor! 4:0! 4:0! Das ist es! Donny Mahlen! Das ist es, sagt der Nobby. Und recht hat er. Das ist die Tabellenführung für Borussia Dortmund. Und darüber rede ich jetzt mit Julian Riasson. Julian, weißt du, wer gestern von allen Borussen am meisten gelaufen ist? Wahrscheinlich ich, oder? So sieht's aus. 11,2 Kilometer. Ist das für dich normal? Ja, vielleicht ein bisschen weniger als die letzten Spiele, glaube ich. Aber so ungefähr, ja. Julian Brandt hat gestern bei uns im Interview gesagt, du warst, ich zitiere jetzt mal, wie ein Pitbull, der überall auf dem Platz war. Dazu eine Passquote von 92%. Und man muss sagen, du spielst ja nicht nur Sicherheitspässe, also das ist, finde ich, richtig stark. Und es lief ja auch sehr viel über deine Seite. Also Frankfurter Angriffe, aber auch Dortmunder Angriffe. Donny, dein Vordermann, hat zweimal getroffen. War das gestern eins der intensivsten Spiele, seit du beim BVB bist? Schwierig zu sagen. Vielleicht nicht meisten intensiver, aber ja, ist schon viel passiert. Hat unglaublich viel Spaß gemacht gestern, vor allem weil die Stimmung überragend war. Aber auch ja, viele gute Aktionen, wo Publikum auch mit war. So, es war richtig geil gestern. Ja, du sprichst das Publikum schon an. Ich meine, was für ein überragender Support. Jetzt gibt es ja Spieler, die sagen, ich bin während der 90 Minuten so im Tunnel, ich bin so bei mir, ich habe so viel, an das ich denken muss, ich nehme das alles gar nicht wahr. Aber du nimmst das schon wahr, du nimmst das auch mit, ne? Ja, ist auch so, du bist ja ein bisschen im Tunnel, bekommst es nicht immer so mit, aber beim Aufwärmen dann bekommst du es vor allem mit. Und ja, gestern war unglaublich laut beim Auflaufen. Jetzt gibt es einige Beobachter, die sagen, der BVB hat gewonnen, weil ihr so effizient vom Tor wart, also 14 Torschüsse und 4 Tore. Ich finde, ihr habt vor allem gewonnen, weil ihr so die wichtigen Zweikämpfe gewonnen habt. Wie siehst du das? Ja, haben wir. Es gab auch viele Zweikämpfe, aber auch ja, unsere Stürmer haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen vor die Toren. Ja, es war wirklich gut, aber haben wir auch vor dem Spiel darüber gesprochen, also wie wichtig es ist. Wir haben auch Szenen gesehen, wo wir nicht das gemacht hatten, aber darum ist es so schöner, wenn es geklappt hat. Wie hast du denn die Anfahrt zum Stadion erlebt? Also hast du dich sehr dafür interessiert, was in Mainz passiert ist? Hast du das nur so kurz wahrgenommen? Lässt du sowas an dich ran oder ist dir das egal? Nee, ich hab nur eine Nachricht gekriegt, direkt vor Aussteigen von dem Bus. Ja, und da schön. Gibt es noch ein bisschen kleines Kick, aber ja, war trotzdem fokussiert auf meine Dinge, was ich zu tun habe. Jetzt sind es noch 5 Spiele. Was ist jetzt wichtig? Also locker bleiben, voller Fokus, eine Mischung aus beidem. Wie siehst du das? Ja, nicht euphorisch werden, weil es ist einfach, euphorisch zu werden, weil man spürt es, wie es ist mit den Menschen in der Stadt. Man spürt es, man bekommt es mit, aber ich glaube, wir müssen fokussiert bleiben auf unsere Aufgaben, weil wir müssen auf uns schauen. Jetzt haben wir es in eigener Hand, aber es gibt 5 schwierige Aufgaben vor uns und die müssen wir lösen.
Prima, dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Ja, danke. Ja, mir fällt jetzt auch kein gelungener Übergang ein. Deshalb machen wir es kurz und schmerzlos. Unsere U19 hat das Finale um die deutsche Meisterschaft in Mainz gegen die Mainzer leider denkbar knapp mit 2:4 nach Verlängerung verloren. Und das hat Trainer Mike Tullberg uns nach dem Spiel gesagt. Wir haben im Endeffekt das Spiel zweimal gedreht in die ersten 90 Minuten, kommen in der Verlängerung ein bisschen glücklich, haben aber da 300-prozentige. Der erste durch Julian, dann Rafa und Cole gemeinsam, dann am Ende Namdi, da dann einen Ausgleich erzielen können, schaffen es, das Tor zu machen. Aber muss man sagen, Mainz hat eine richtig gute Mannschaft. Die haben mit alles gespielt, was spielen konnte und das hat man auch gesehen. Da eine hohe Qualität da und deswegen Gratulation an Mainz. Die Jungs haben trotzdem eine hervorragende Saison gespielt. Es tut weh, aber am Endeffekt wird das im Jugendbereich in einem Spiel entschieden und da haben wir heute den Kürzer gezogen. Ja, der Traum von der 3. Meisterschaft unserer A-Jugend in Folge ist also leider geplatzt, aber der Traum von der Meisterschaft der Profis, der lebt weiter und ihr seht es hinter mir, da irgendwo hinter den Menschen gibt Jude Bellingham gerade Autogramme. Macht euch einen schönen Sonntag. Tschüss aus Dortmund.